Hallo, willkommen zu Piranha Becken TV. Wir haben heute einen neuen Gaststar bei uns. Ja? Wir machen nämlich heute wieder eins unserer Steckbriefe. Und da haben wir den Herrn Alex. Den Herrn Alex. Der Alex heißt Alex und mehr nicht. Das ist der Alexander Ockelmann, ja. Und der ist bei uns der Art Director bei Piranha Bytes. Und ja, bist du eigentlich gerne hier bei Piranha Bytes? Ist okay. Nein, super. Ja? Ja. Sehr schön. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, zu dem Job? Ja, wie die Hände zum Ei, würde ich sagen. Ich habe vorher gefreelanced und bin dann durch den Sascha, weil ihr bei... Sascha Henrichs. Genau. Bei Risen 3. Der Sascha brauchte noch zusätzliche Kraft einfach für einen Charakterbereich. Ja. Ne? Und da bin ich so dazu gestolpert. Habe halt für Risen 3 bei den Köpfen was gemacht, habe Haare gemacht, dann habe ich die Seemonster dazu noch gemacht und ja, dann kam ich zu Elex dazu. Ja. War vorher noch ein bisschen so in Hamburg unterwegs und so. Und ja, dann bin ich so in die Position reingestolpert. In die Position des Art Directors Genau. reingestolpert. Warum gerade Piranha Bytes? Also ich meine, es muss ja irgendeinen Grund geben, dass du uns mit deiner Anwesenheit beehrst. Ja, also als ich so ein bisschen geguckt habe, wo ich halt so hin will in meinem Leben, ne, da habe ich so den Sascha damals kennengelernt in Frankfurt. Der war mir einfach super sympathisch. Dann hat er halt irgendwann gefragt, ob ich halt hier was machen möchte. Dann habe ich euch kennengelernt. Ja. Ich habe schon sowohl für Spiele als auch für ein bisschen Filme und allen möglichen Scheiß und so Kram gemacht. Und für mich ist halt wichtig, dass ich Leute um mich herum habe, mit denen ich halt echt gut kann. Und das ist halt Faust aufs Auge. Wir sind alle ein bisschen chaotisch, aber doch so getrieben, dass das fühlt sich halt sehr familiär einfach an. Der Alex arbeitet am besten unter Zeitdruck und mit ordentlicher Knute im Nacken, ne? Oder? Ach, geht. Eher nicht, ne? Genau. Nee, ja, ich denke mal, wir haben ein recht lockeres Verhältnis hier alle, ne? Und das ist auch irgendwie das, was es so ein bisschen ausmacht, ne? Gut, wie weit ist denn dein Weg zur Arbeit? Der ist ganz schön 5 Minuten. 5 Minuten. Ja. Also das heißt, hast ziemlich schnell entschieden, dass du hier nach Essen ziehen willst, ne? Und hast dir dann hier eine Bude gesucht. Ja. Und dann warst du mal eine Zeit lang irgendwie sowas wie so unsere Auffangstation für gescheiterte Existenzen, ja. Also alle Leute, die bei uns neu angefangen haben, die wurden erstmal untergebracht beim Alex in seiner Bude. Und wenn sie es ausgehalten haben bei mir, dann durften sie bleiben. Genau. Und dann haben sie auch meistens ziemlich schnell auch was Neues gesucht oder so. Aber das hast du mal gerne gemacht, ne? Leute aufgenommen, die irgendwie neu sind hier oder auch Praktikanten hattest du mal, ne? Ja, sehr cool. Was machst du denn privat so, wenn du nicht gerade arbeitest hier als Art Director? Natürlich ein bisschen zocken, ne? Mal hier und da. Im Moment gerne mit der Switch. Weil die hat einfach Zelda also. Nee, Octopath Oh. Traveler. Dieses Retro 2D. Also mittlerweile gibt's ja auch richtig viele coole Titel, ne, auf der Switch. Habe ich auch gesehen. Ja. Würde ich auch gerne haben wollen. Ja, ich bin mit Octopath Traveler die nächsten 18 Monate beschäftigt. Ja? Weil, ja, ich bin immer so, ich habe immer so einen Titel, den ich dann so immer wieder Ja. ab und zu nehme, weil ich dann so lange dann nichts zocke, sondern es ist immer so ein Nebenher-Ding. Ja. So, ich spiele auch eine Runde Dota mal, aber es ist halt, es ist so ein Gewohnheitsding. Ne? So. Ja. Okay. Ich schaue mir ganz viele Spiele an, aber die schaue ich mir dann halt an, zum Beispiel was wie Witcher. Das analysiere ich dann, da habe ich dann keinen Spaß Da mit. hast keine Distanz mehr, ne? Ja. Was sind denn deine Lieblingsspiele so? Oh. Auf all time am besten. So die Kassenschlager. Die Dinger, die du den Entwicklern aus der Hand gerissen hättest am liebsten. Gothic 2? Ach komm. Ja. Nö. Okay, ehrlich? Also, ja. Krass. Also, ich habe eine Phase auch gehabt, wo ich echt gerne Open World auch gespielt habe. Ah. So. Ich meine, ich finde Open World immer noch super. Also es macht immer noch Spaß. Aber es ist halt so ein Zeitfaktor, wo man denkt so, Ja. Mein Pile of Shame wird auch immer größer. Ja. Das ist ganz furchtbar. Ne? Und Metal Gear, ne? Das ist Ja. der erste, Metal Gear Solid. Und in der Nostalgie Final Fantasy VII. Ui. Ich habe es irgendwann mal mit meiner Verlobten versucht, nochmal zu zocken, um mir zu zeigen, wie toll es ist. Ich lasse es in meiner Fantasie. In meiner Erinnerung ist Final Fantasy VII.
Das ist so mit den alten Spielen, ne? Nostalgie ist halt schon ein ziemlich starker Faktor, ne, dabei, ganz, ganz bestimmt, wenn man die Sounds hört und wenn man so diese ersten Szenen sich wieder anguckt, da hätte ich wohl Bock drauf. Das geht mir bei vielen Spielen so. Und dann spielst du das mal so einen halben Tag, ne? Und dann, ja, okay, was machen denn die anderen draußen, ne? Also das geht mir manchmal auch so, ja, das stimmt. Nostalgie ist ein sehr mächtiges Ding, aber ich verstehe auch, wenn einer tatsächlich, also ich habe zum Beispiel, ich komme von Descent nicht weg. Ja, Descent finde ich total klasse. Welches Game hast du zuletzt gespielt und wie fandest du es? Also das allerletzte, was du gesuchtet hast. Das allerletzte jetzt Octopath Traveler. Das ist halt sehr an diese ganzen alten Rollenspiele rangehalten. Ne? Hat einen ganz coolen Twist, weil du halt so diese... Es ist so ein bisschen wie beim Open-World-Game. So ein bisschen wie bei unseren Spielen, so dieses... Du bist halt irgendwo reingeworfen, du suchst dir halt einen Charakter aus und dann kannst du erstmal dir auswählen, wo du halt hin willst. Ja. Die Welt ist halt nicht so groß, das ist halt im Endeffekt, kannst halt durch Areale halt durchgehen, ne? Und das ist so genau so mein richtiges Ding. Das kann ich mal, vor allem was halt die Switch ist, ich kann es halt irgendwie mal abends ins Bett mitnehmen und dann mal eine Runde zocken und dann bin ich auch schon weg. Alter Mann. Faktor für mich, warum, wenn ich was gut finde, auch der Soundtrack. Ich bin ja auch so ein bisschen dieses... Ja. Bin kein großer Musiker, aber ich höre gerne sehr viel Soundtrack. Das mache ich bei der Arbeit auch gerne. Ja. Ne? Momentan rauf und runter The Dark Knight. Finde ich klasse. Ne? Das mit dem Joker, das ist echt großartig. Was sind deine Lieblingsfilme? Jetzt kommt's. Jetzt wird's spannend. Das ist hier in der Firma ein ganz großes Geheimnis. Ich bin ein Star Wars Fan. Wirklich, ja. So ein richtig militanter sogar, wenn ich ehrlich bin. Weiß fast keiner, aber... Ja, doch. Ihr zählt's nur alle 5 Minuten. Ja. Und, also die existieren, also 4, 5 und 6. Da geht schon los. Und ja, ansonsten, so die Tarantino-Dinger, so Pulp Fiction, so, ist also auch einer, allein wegen halt der Erzählstruktur, den ich sehr gern mag. Ansonsten bin ich, glaube ich, relativ breit aufgestellt. Ich glaube, ich habe jeden Scheiß irgendwie mal zur Hälfte konsumiert. So diese ganzen Science-Fiction, Fantasy, Klamauk-Dinger, die sind mal ganz groß bei mir. Ja? Ja. Kennst du alle, ne? Ja, irgendwie gucken wir das auch, ne? Das ist auch bei mir so, wenn ich durch Netflix oder Amazon oder so oder durch Seppe gucke ich als erstes mal so in den Abteilungen diese. Ja, ist halt... ist halt kein irgendwie Schuld und Sühne, schwere Kost. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Da kann man eine ganze Menge irgendwie Urlaub von sich selber machen, ein Stück weit, ne? Genau. Ja, das finde ich auch. Das ist auch so eine super Sache. Ja, welchen Film hast du denn zuletzt gesehen und wie fandest du ihn? Das war, glaube ich, sogar vorgestern. Ich weiß nicht mehr, was wir geschaut haben. Du hast einen Film geguckt und hast vergessen, wie er war. Also normalerweise ist es so, ich setze mich dann halt mit der Victoria dann halt hin und dann gucken wir uns einen Film an, dabei habe ich mein Sketchbook offen und dann fange ich halt irgendwie an zu sketchen. Und manchmal kriege ich mehr mit, manchmal nicht. Was ist Sketchen? Einfach ein bisschen zeichnen, einfach ein bisschen Figuren, ein paar Gebäude, ein paar irgendwas machen, was mir ein bisschen in den Kopf kommt. Vollblut-Artist sozusagen, ne? Es ist wie ein Muskel, man muss ihn trainieren. Ja? Ja, manche sind da vielleicht 10-mal besser drin, aber ich muss da, ansonsten roste ich ein. Ich bin das Kind, das auch vom Fahrrad fallen würde dann wahrscheinlich. Geht mir aber auch so bei vielen Sachen, ne? Also Musik oder... Ja, obwohl Musik ist eigentlich wie Fahrradfahren, habe ich festgestellt. Musik machen, ne? Gut, jetzt, wenn man ein Instrument spielt, ich spiele sehr gerne Gitarre, ne? Das kann schon einrosten. Das stimmt schon, also, ne? Da müsste man eigentlich schon ein bisschen mehr machen. Wo wir da schon sind bei der Musik, welche Musik magst du? Du hast gesagt Soundtrack und was sonst noch so? Also was Gängiges, ohne, sagen wir mal mit Gesang. Mit Gesang? Mit Gesang. Da kommen so die Foo Fighters hin. Also die Foo Fighters. Das Grunge Rock. Oh. Ja, stimmt. Deine äußere Erscheinung lässt ja auch nichts anderes zu, ne? Ja, ich hab einen relativ breiten Musikgeschmack, glaube ich. Ich höre also Oldschool Hip-Hop, ja. Ich höre Jazz, ich höre auch Klassik mal. Das ist halt so gerade was man so gerade so, ich habe so Phasen einfach. Das ist so, je nachdem auch was sich so im Kopf so irgendwie abspielt, ne? So Science Fiction, so ein bisschen Retro-Wave letztens.
Mhm. So schön. Depeche Mode und so ein Zeug, ja. Ja, sowas zum Ja, Beispiel. Das geht auch mal. Ja. So. Nicht Ozzy Osbourne live, aber ein Studioalbum ist okay. Okay. Gut, dann kommen wir mal zu deiner Arbeit, ne? Also das, was ja Alex eigentlich tagtäglich macht, ne? Ja. Wofür bist du denn im Detail so verantwortlich? Ja, also sind so die Artists und dann gehe ich hin und sage, das ist gut und das ist schlecht und das war's. Und dann Das glaube ich dir nicht. Nein, also Das kannst du gar nicht. ich habe meine Hände so ein bisschen in vielen Dingen drin. Fängt eigentlich damit an, dass ich mich mit dem Björn zusammensetze und der Björn so die Vision irgendwie sagt, so das ist halt was die Welt halt aussagen soll und was die Vorstellung von dem Ganzen ist. Und dann kommt man zum Beispiel hin und sagt, okay, hast du denn schon irgendwie eine Idee zum Konzept? Manchmal ist das stärker, manchmal ist das schwächer und dann geht man halt so ein bisschen so ein paar Sachen hin und her zu werfen und dann versucht man so ein Konzept auszuarbeiten. Das ist da so der erste Punkt. Dann ist eine Menge auch dabei Kommunikation. Dann gehe ich zum Beispiel zum Elias, unserem Konzept darunter, sage hier, das machen wir mal, das wollen wir ausprobieren, machen ein paar Vorschläge, dass wir die dann später auch wieder irgendwie diskutieren können, weil es ein iterativer Prozess ist. Ja. Setz mich dann hin, skype ein paar Sachen, guck zum Beispiel, was wir für unsere Workflows machen können, also halt unsere Arbeitsweisen, damit wir damit wir effizient und nachhaltig produzieren können. Da ist man noch nie mit fertig, ne? Nö, das ist ja immer wieder, Ja. immer was zu tun. Machst eine Sache, machst du auf der einen Seite, dann siehst du, auf der anderen Seite geht irgendwie ein Brett auf, was du vorher gedacht hast, hast du vernagelt. Das ist aber auch das, was eigentlich Spaß macht. Weil es halt irgendwie nicht so dieses, ich mache das Batcape 3 Jahre lang, bis es komplett zur Perfektion ist. Ja. Viele der Sachen, die ich halt mache, sind, ich mache den Grundstein und ab dem Zeitpunkt, wo es, sag ich mal, dieser spaßige Faktor kommt mit der, hey, jetzt kann ich da richtig ins Detail gehen mit, dann schiebe ich das halt an andere Leute ab und schau, wie sie Spaß daran haben. Das hört sich sehr mies an. Nein, das ist einfach schön. Das ist im Endeffekt, man reicht das so weiter und guckt, was halt auch andere für eine... Wenn du nicht weiterkommst sozusagen, oder? Nö, auch so, weil die restlichen Schritte sind halt so, man kann so 60, 70, vielleicht 80% relativ schnell irgendwie erreichen. Ja. Und diese restlichen 20%, dieses Polish, halt, das kostet halt einfach Zeit. Ja. Und darauf habe ich auch Bock. Aber das ist halt so ein... Das machst du ja zuweilen auch. Zum Beispiel den Player-Kopf hast du gemacht. Genau, ne? solche Sachen. Von Jax. Ne? Bei so Elex. mal Stück für Stück irgendwie einpflegt. Aber wir haben ja auch viel so Abhängigkeiten. Und wenn ich zum Beispiel dieses typische mache von wegen, nein, Smaug, das ist alles meins und dann wird halt alles nicht rechtzeitig fertig. Das heißt, man muss halt auch mal dann gewisse Sachen loslassen und anderen geben. Okay, gut. Gibt es ein persönliches Highlight, worauf du besonders stolz bist? Ich hatte jetzt mal was erwähnt, so das Gesicht von Jax. Aber du hast bestimmt so ein paar andere Highlights noch, so deine persönlichen Favorites. Also ich finde zum Beispiel, dass unsere Vegetation super schön geworden ist. Insgesamt finde ich, hat super viel Spaß gemacht, unsere Albrüstung. Albrüstung, Klerikerrüstung, die haben viel Spaß gemacht, weil halt so das ist mal ein bisschen was anderes als die klassischen Fantasy-Dinger. Ja. So, du warst einer von denen, der besonders happy war, als wir mal ein anderes Setting gewählt hatten, ne? So, Fantasy. Meine Piraten sind auch cool, aber. Ja. So, noch mal was anderes, ja, ne? Genau. Sehr schön. Ja, cool. Ein bisschen mit Sachen rumspielen, mal gucken. Vielleicht gefällt es den Leuten, vielleicht nicht. Woran du gerade arbeitest, hast du ja eher im Allgemeinen jetzt schon im Grunde genommen beleuchtet. Kannst du dir denn vorstellen, auch in Zukunft noch hier weiter zu arbeiten, oder ist das so irgendwie so ein Intermezzo? Wo soll ich hin? Wo nehmen sie dich denn? Nein, so ruiniert, sagst du? Nein. So ist das nicht. Bin ja auch per se eigentlich gar nicht hier so pur wegen den Projekten. Die machen Spaß, die sind super. Der Grund, warum ich zu Elix halt wiedergekommen bin, war wegen der Leute. Deswegen bin ich hier. Außer ihr geht jetzt alle weg. Der Grund ist das Team. Ja. So, und das ist einfach das ist so dieses, deswegen kann man auch so viele Sachen einfach auch mal so halt machen und mal auch sich da rein investieren. Weil es halt nicht so ein unpersönlich sich anfühlt. Ich hatte auch Jobs,
so auch im Freelance, so, wo man halt so, haben auch coole Sachen gemacht, aber es ist halt, kennst deinen Klienten nur so flüchtig oder kennst ihn dann vielleicht schon, aber das ist was anderes. Das ist was anderes, mit einem kleinen Team zu sein und mit, hier kennt sich jeder. So, man kann mit jedem irgendwie ein Bier trinken gehen, so unsere Sommerpartys auch mal richtig bisschen die Sau rauslassen. Ja, genau. Ja. Und fühlt sich einfach richtig an. Ja. Das ist und das sagt er nicht, weil ich eine Knarre unter dem Dings hab hier oder so, sondern das meint er hoffentlich wirklich so. Ja? Nein, ich glaube, dir macht das sehr viel Spaß. Du warst auch mal kurzzeitig hier und dann konnten wir dich nicht halten. Aus dem Grund, weil da war nicht genug zu tun. Dann warst du kurz woanders und dann bist du dann doch wiedergekommen. Und dann wusstest du wohl offensichtlich, was du tust, ja? Weil du uns halt auch schon kanntest. Ja, ich würde sagen, vielen Dank, Alex. ja, danke, dass ihr mich ertragen habt. Ja, das ist super. Demnächst werden wir beide, oder vielleicht die Jenny, wenn die gleich schon wieder da ist, demnächst werden wir noch ein paar Einblicke mit dir zusammen in unsere Arbeit noch haben, ja, und beleuchten. Und ja, ich hoffe, es bleibt spannend. Ne? Und ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und dann bis zum nächsten Mal. Das ist super, alles kein Problem. So. Kein Problem. Wir sind ja flexibel. Da. So.